Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Wir sind endlich bei Metal Gear Rex angekommen, haben 2 der 3 PAL-Keys schon eingegeben, accepted, accepted. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch den PAL-Key zu erhitzen, damit der seine Form ändert und wir ihn in das dritte Terminal eingeben können. Und dann haben Liquid und Ocelot nichts mehr zu lachen, denn dann haben wir nämlich den PAL-Code überschrieben und deaktiviert. Okay. Wir haben von Otacon gesagt bekommen, dass der PAL-Key, den wir die ganze Zeit hatten, in Wirklichkeit 3 Schlüssel in 1 war. Und wir hatten ja immer dieses, es sollten 3 sein, und in Wirklichkeit hatten wir mal alle 3, weil er halt thermoadaptiv ist und sich halt an die jeweilige Temperatur anpasst. Zuerst war er Normal-Temperature, dann sind wir ins Schlachtfeld zurückgegangen, wo wir gegen Raven gekämpft haben, um ihn zu gefrieren. Jetzt müssen wir ihn heiß machen. Somewhere warm. What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Ja gut, das sollten wir aber hinkriegen, oder? Ich denke schon. Okay. Rationen sind voll. Sind wir voll geheilt? Na, das überleben wir gerade so. Okay. Das Finale ruft. Schaffen wir es, Liquid und Ocelot aufzuhalten. Was there a noise just now? Gucken, ob er mich sieht. Vielleicht läuft er einfach an mir eiskalt vorbei. Wäre lustig. Mist. Jetzt hat er sich umgedreht. Ah. Nein. Nicht die Enemy. Bin kein guter Schleicher. Hi. Wow. Ich glaube, ich habe gerade ich glaube, ich habe gerade tatsächlich sein Funkgerät getroffen. Ungewollt. Naja. Ja, ist eine gute Idee. Ich finde es auch immer schön, wenn Wachen eingeschlafen sind und wieder aufstehen, dass sie einfach komplett alle Erinnerungen wieder gelöscht bekommen haben. Das sind halt echte Wundermittel, diese Betäubungspfeile. Oh mein Gott. So. Okay. Einmal noch hier durch. Ups. Ich habe vergessen, dass da was fehlt. Schön. Ich möchte nur das Let's Play strecken, ich gebe es jetzt zu. Ich gehe davon aus, dass die Platten halt wieder da sind und nicht einfach für immer fehlen. Das war schön. Danke. Ah, schön. Ich hätte das Skript nicht besser schreiben können. So. Was? Ich gehe einfach. Du hast keine Zeit, Alarm zu rufen. Aber vielleicht sollte ich jetzt wirklich eine Ration mampfen. Alter. Nur durchs Zurücklaufen so viel Schaden genommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hätte den Schaden ein bisschen reduzieren können, indem ich die Body Armor angehabt hätte. Aber ich bin jetzt nicht wirklich davon ausgegangen, dass ich so schlecht spiele. Sag mal. Geht's noch? Das wäre fast ins Auge gegangen. Oh. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox dye?
Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but What are you trying to say? it's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah. Well, apparently Fox Die kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure, but he still hasn't questioned her. Okay. I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages toward the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So, it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Die vaccine must be around somewhere. Is that all you think about? But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Fox Die. Und Naomi steckt dahinter. Wurden wir von Anfang an einfach nur verarscht, verraten. Echt toll. Na, Aggro-Kamera, also sieht man sich wieder. In der Twin Snakes bist du nicht so aggro. Guck mal, sie hat nicht mal geschossen. Reden wir mal mit dem Rest. Dr. Naomi's an enemy spy? I can't believe it. I don't want to believe it either, but... Snake, leave it to Colonel Campbell. You've got to concentrate on re-inputting that detonation code. You're right. You called, Snake? Good luck, Snake. Das interessiert sie einfach null. I cannot believe it. Dr. Naomi working with the terrorists? I don't want to believe it either. But if what Colonel Campbell says is true... I know. Nastasha, have you ever heard of Fox Die? Fox Die? No, sorry. I'd never heard of it. Yeah, well, forget about it. Aber der Versuch war gut. So, Naomi is a spy, just like I thought. Campbell is hiding something too. But that's okay. Fox Die is a virus, a biological weapon. There must be a vaccine. We can worry about getting that later, Snake. But right now, you've got to focus on re-inputting those detonation codes, okay? Alles klar. Now you've got to warm the key up. Find someplace hot. What about Naomi? Sorry, Snake. I'm still investigating. Now you've got to warm the... Okay, der redet nichts mehr Neues. Alles klar. Mei Ling ist es einfach scheißegal, dass Naomi eine Spionin ist und gerade festgenommen wurde. Naja, das ist okay. Mei Ling ist halt unsere süße kleine Naive, ne? Noch. Bis wir sie wieder sehen. 9 Jahre später. Okay. Wir sind wieder ganz oben. Und sind beim Hochofen. Blast Furnace. Ja? Ach, da steht ja einer, stimmt. Nein, du rufst niemanden. Idiot. Ganz ehrlich, die Wachen haben sie gut platziert zum Teil. So.
Den finden die niemals. Er war stets bemüht. Schön. Oh. Weg. Warum wacht denn der schon wieder auf? Was sind das für Kurzschläfer? Oh nein. Alter. Jetzt habe ich ein Problem. Schnell in den Karton. Schnell in den Karton. Alter, bist du dumm? Wow. In der Nische, wo er sich versteckt hat, wo wir wissen, da ist er zuletzt gewesen. Da liegt jetzt random ein Karton rum. Und das ist nicht auffällig? Nein, okay. Die sind die Wachen, nicht ich. Ich hab ja nur helfen wollen. Das Gute ist, das Einzige, was wir hier eigentlich brauchen, ist Zeit. Von daher kann ich es sehr gerne hier in dem Karton aushalten. Mir geht's gut. Na, macht's noch Spaß? Also ich meine die Wachen. Dass ihr keinen Spaß habt, das weiß ich. Es passiert ja nichts Actiongeladenes hier. Okay, ist immer noch normal. Sie waren stets bemüht. Allesamt. Ganz ehrlich, ich beschwere mich nicht. Ich fühle mich hier wohl in meinem Schneekarton. Wahrscheinlich wäre es auffälliger gewesen, wenn ich jetzt irgendwie einen Karton da ausgerüstet hätte, wo zum Heliport hätte gehen müssen. Den hätten sie untersucht. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. So, kann jetzt der Schlüssel mal heiß werden? Wäre voll toll. Jetzt macht er sogar die Tür auf. Ich glaub's ja nicht. Nimm mal die Ration mit. Volles Leben ist glückliches Leben. Ich finde es witzig, dass er nicht mal in die Nähe davon geht, wo das Geräusch herkam. Er bleibt einfach an der Treppe stehen. Immer noch normal. Hello again. Okay, der Schlüssel ist bereit. Perfekt. Und los. Beenden wir das. Die Frage ist, warum hat Naomi das getan? Was hätte sie davon? Was hätte Naomi davon, Decoy Octopus zu töten und Kenneth Baker? Und potenziell uns. Wir wissen ja noch nicht so wirklich, wie dieser Virus funktioniert. Wir haben ja nur jetzt von Master Miller so ein bisschen Informationen bekommen. Die Aggro-Kamera ist überhaupt nicht aggro in dem Spiel. Finde ich okay. Vielleicht werden wir zwei doch noch Freunde. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir schnell durch das Warehouse kommen, damit sich die Karte nicht wieder verformt. Muss aber gestehen, mir ist es noch nie passiert. In all den Jahren, wo ich Metal Gear Solid 1 gespielt habe, ist es mir... Alter, was für ein Attentat. Es ist mir noch nie passiert, dass die Karte sich wieder zurückgeformt hat. Aber gut. Metal Gear Solid 1 Fans werden merken, dass hier irgendwas gefehlt hat.
Ich gebe gleich eine Erklärung dazu ab. Versprochen. Schnell durch. Es war klar, dass der mich sieht. Aber kein Alarm schlägt. So, das letzte Stück. 5 Schuss M9 habe ich noch. Das ist nicht unbedingt viel. Willst du mich verarschen? Warum hat er jetzt mit dem Fernglas geguckt? Das weiß wahrscheinlich er selber auch nicht. Oder er hat gesehen, dass sein Kumpel da unten umgefallen ist. Und deswegen hat er gleich nachgeschaut. Das könnte tatsächlich gewesen sein. Okay, 2 Schuss für 3 Wachen. Enemies. Oh. Ja gut. So geht's natürlich auch. Der ist tot. Huch. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know anything. My parents' face is my name. The name and ID I have now I just bought. But the reason why I study genetics, that was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from. My age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes. Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox. We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He is everything to me. The only proof I have of my existence. Of my existence as an individual. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who's he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. But then he and my brother went back to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes, that's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments. Dr. Clark? No. That was my brother. Afterward, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me. I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you.
That's all he lives for. I'm sure of it. Fox. Naomi, tell me something. About Foxdie? Foxdie is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Foxdie contains smart enzymes, created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack. The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies. Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Foxdie. Huh? You weren't? No. You were injected with Foxdie as a part of this operation. I just wanted to let you know that... No. That's not the whole truth. Huh? The real thing that I wanted to tell you was, Snake... Hey! What are you doing? Snake... Naomi? Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Foxdie was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Was zum Teufel geht hier ab? Okay. Angeblich... All else seems to be in order. Müssen wir mal ganz kurz... Guck mal, hier übrigens, Underground Base. Sieht richtig nice aus. Ganz kurz. Naomi hat uns jetzt quasi ihr Motiv gezeigt. Oder ihr Motiv erklärt. Nämlich, wir haben Grey Fox getötet. Beziehungsweise schwer verwundet, er lebt ja noch. Und haben Big Boss getötet. Beides ihre Wohltäter, ihre Helden, ihre Familie, ja. Ihre Rache war, sie hat versucht, uns zu töten. Mit Foxdie war sie diesem Ziel relativ nah, ist deswegen natürlich auch nur deswegen Foxhound beigetreten, weil ihre Hoffnung war, eines Tages wird sie ihn treffen. Er war ja schließlich Solid Snake ist die Legende von Foxhound, das muss man ja tatsächlich sagen. Ja, auch wenn er sich nach Metal Gear 1 und natürlich dann auch nach Metal Gear 2 komplett zurückgezogen hat, weil er einfach damit nichts mehr zu tun haben wollte. Aber früher oder später wusste sie, kriegt sie ihn. Aber sie hat dann noch gesagt, dass Foxdie als Teil dieser Operation initiiert wurde. Also sie hat zwar die Chance genutzt, uns damit zu infizieren, um uns damit zu töten, aber die Entscheidung ist nicht von ihr gekommen. Sie hat nur die Chance quasi genutzt. Aber bevor wir was anderes hören konnten, ist natürlich Campbell dazwischen gekommen. Ja. Wem können wir hier eigentlich noch trauen? Eigentlich niemanden mehr, ne? So Naomi used Foxdie to take her revenge on you. Yeah, but she said she wasn't the one who made the decision to use it. According to her, it was just one part of this operation. If this goes all the way up to Campbell, it might not be so easy to get that vaccine. Oh well, forget about it. Sneak, Naomi's under arrest. What the hell is happening over there? What's the Colonel thinking? Colonel Campbell is...
I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until the end. Will mir aber nicht sagen, was abgeht. Okay. Please, Snake, don't give up. Wer noch? Nastascha? Nastascha, I'm gonna ask you one more time. Do you know anything about Fox Die and the real nature of this operation? Sorry, I have not been told anything about that. That's funny. The Colonel said almost exactly the same thing. Sorry, I didn't mean to sound sarcastic. I believe you. Ja, aber das war nicht so wirklich nett von ihm. Aber klar, er ist halt on edge. I can't really blame Dr. Naomi. I feel sorry for her. Ever since I was a little kid, I always hated my first name. Hal, isn't it? Yeah. My father was a big fan of science fiction movies. That's how I got stuck with it. But I'm not a computer. I'm human. My grandfather taking part in the Manhattan Project. My father being born on the day of the Hiroshima bomb. I hated every part of that. My name, my father, my grandfather. It felt like all those things were a ball and chain around my legs, dragging me down. But now that I think about it, I realize I was blessed. At least it proves that I was born, that I live. But Dr. Naomi didn't even know who her parents were, what her real name was. She must have been a very lonely little girl. Otacon. Sorry, Snake. I guess right now you should focus on re-inputting those PAL codes. Okay, machen wir. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz eine Sache erklären. Also, die originalen Metal Gear Solid Spieler wissen, diese Cutscene, beziehungsweise diese Code-Call mit Naomi, der fand eigentlich auf dem zweiten Lastenaufzug statt, nachdem man den Key erhitzt hatte. Warum ist das verschoben worden auf, ich stehe hinter Rex und bin auf dem Weg zum Terminal? Ganz einfach. Man hat in diesem Spiel, also wir haben das ja schon mal erlebt, dass die Backtracking-Route ja verändert wurde. So, das war ja. Und zwar, dass man nicht mehr so weit backtracken muss. Das haben wir einmal erlebt. Und zwar mit dem PSG 1. Man hat die Möglichkeit, das PSG 1T schon auf Level B1 vom Nuclear Hangar zu kriegen. Und das reicht ja, um Sniperwurf herauszufordern. Sowas Ähnliches hat man hier tatsächlich auch mit den PAL Keys gemacht. Und zwar hat man hier ein kleines Stockwerk eingebaut. Ich hoffe, der PAL Key ist noch auf heiß, aber im Zweifel bin ich ja jetzt da. Perfekt. Und hier haben wir zwei Rohre. Warte, ich zeig's mal. So, Steam, Caution und Liquid. Was ist das? Liquid Nitroxin. Wenn man diese Rohre abschießt, das rote oder das blaue, ja, man erkennt vielleicht dieses Farbmuster, dann ändert sich der PAL Key. Wenn ich blau abschießen würde, würde er gefrieren. Wenn ich rot abschieße, wird er heiß. Das heißt, dieses ganze Backtracking rüber zum Warehouse oder sogar, aua, ich habe mir das Bein gebrochen, oder sogar rüber zum Hochofen ist hier komplett optional gemacht worden. Für Speedrunner, beziehungsweise auch für Fox, nicht für Fox, sondern für Big Boss Hunter vielleicht echt das Beste, was hätte passieren können. Nein, du hast ihn nicht. Da habe ich nur ein Problem, ich kann ihn nicht ausschalten. Das konnte ich machen. Perfekt. Der wird nicht anrufen können. Okay. Finden jetzt, also, ich habe schon mal mit der Community so ein bisschen drüber geredet, was ihre Meinung darüber ist, dass es hier so ein bisschen verkürzt wurde. Zwiegespalten ist die Meinung dazu. Ich finde es interessant, dass man es gemacht hat, aber ich verstehe den Grund nicht. Aber das erklärt, warum man jetzt zum Beispiel diese Cutscene oder diese Code-Call mit Naomi da hinten bei Rex getriggert hat. Weil du kannst diese Cutscene nicht bekommen, wenn du die Liftaufzüge nicht benutzt. Den Code-Call mit Miller und wo Campbell dann auch Naomi festnehmen lässt, die wird dann auch, wenn man diese Methode benutzt, früher getriggert. Also anders. Die wird dann auch in Rex Hangar getriggert, nicht über den Lastenaufzug. Also die wird nicht deswegen vergessen oder übersehen irgendwie. Nee, die
findet dann auch, ich weiß nicht genau wann, aber sie findet im Rex-Hangar mit statt. Ich glaube so tatsächlich ein paar Sekunden, bevor Naomi dann anruft und sich offenbar ein geheimes Codec irgendwie geschnappt hat. Naja. Kann man so sehen, wie man will, so ist es halt. Ich würde sagen, wir haben jetzt nicht wirklich viel erlebt tatsächlich, aber es ist wieder eine halbe Stunde rum. Ihr wisst, ich versuche die Zeit einzuhalten, so gut es geht. Dann nächstes Mal das Finale. Ich hoffe, ihr seid dabei. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den letzten Key eingeben. Bis dann. Ciao.